Berlin, since 1989, installed about 6 million square meters of modern buildings. The Schloss only will have 150,000, so it's a 40th part of it. And if you want to have tension in this city, if you want to have something amazing for the inhabitants and tourists coming here, you must have a counterweight to these huge modern parts. So if you reconstruct some parts of the ancient city, completing it, you get this tension into the city, this amazingness. And so people who like modern quarters better, they go to Potsdam Place area. And others go there, and they all feel home in Berlin. On the right bank, we pass now the Facade Museum. It's a moment in reconstruction. Hier auf der rechten Seite, Palast der Republik, oder was davon auch übrig ist, 1977 als Haus des Volkes erhalten worden. Ganz am Anfang rechts war eine Zerbrechkammer der DDR 1990 wurde geschlossen. Also für diese Berlin hat ein geschlossenes Westend-Säule. Die Diskussion gab es mal wieder bei einem Problemstandort. Ist das Herr Köster? Prima. Irgendwie nach oben, ich gebe noch ein Interview. Wenn Sie einfach leise reinkommen, ich mache die Tür auf, ja? So, geht weiter. Oh, now here's this guy, and now I will never get again in here because he doesn't want us to be here. He's walking around all the day. Is this okay here? Okay, good. Nee, komm. Okay. Okay, what were you asking? What I want to have? Well, for me, this is really difficult because in this case, what is for whom is your film? What is it like when you went inside the Palast der Republik 1 month ago to see it completely void of any interior? Personally, aside politics, for you, what was it like? If you could be outside of politics. Es ist schwer, aber es ist Also es könnte der Palast bleiben. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Was meinen Sie? Sie haben auch eine Meinung dazu. Ich denke, man sollte mal, so wie mit Schlössern in der ehemaligen DDR, den ehemaligen Palast der Republik im Internet anbieten zum Verkauf. Ich habe in Südafrika Gateway gesehen, in Durban, da sind schwarze, weiße, farbige, in Kultur, in Verkauf, in Kommerz, im Theater vereint. Hier streiten wir uns, sind dafür Schloss, sind für Palast. Ich bin sowohl für Schloss, wenn wir das Geld haben. Ich bin gegen die Vernichtung von Werten, von Millionen, Hunderten Millionen. Heute müssen wir für die Zähne bezahlen und morgen für den Abriss. Well, the Palast der Republik was closed nearly immediately after the wall came down. After the fall of the wall, immediately the Palast der Republik didn't work anymore. So people just didn't come anymore. Because before it was the biggest place where you could go in the evening for nights, for dinner, for bowling and for stuff like that. So it stopped immediately, it didn't work anymore. And then
they found the asbestos and they said, okay, we have to close it very quickly. Everybody knows that there are many different other buildings in West Germany where as much asbestos than here was. I think at the moment the Palast der Republik is really a symbol for the people who lived in the GDR. They were not sure about their system anymore, so they just put it away in the first years after the fall of the wall. More than 10 years after the fall, you can realize a big difference, because now people begin to think again about the times they spent in the GDR, and it's a very different feeling now. Der Palast ist ein städtebauliches Ärgernis. Insofern stimme ich Herrn Senator Stritter völlig zu. Er muss weg, und zwar egal, ob es ein schon völlig durchgearbeitetes Konzept für die Nachfolge gibt oder nicht. Die Kosten für das Maß wählen eine Umbaubeseitigung der Bundesfläche tragen soll. Das kann nicht sein. Die Ruine muss so schnell wie möglich weg. Und natürlich muss das Schloss wieder her. Ja, das gleiche, was später passiert. Herr Senator Stritter, wenn Sie in Ihrer Koalition keine Mehrheit für den Abriss finden, wir von der Opposition unterstützen Sie. Auf uns können Sie sich verlassen. Haben Sie also an. Dankeschön für die SPD-Fraktion eines Worte Abgeordnete Herr Radebrot, bitte sehr. Ich habe bei jeder Gelegenheit gegen den Abriss mich ausgesprochen. Und wir haben auch aktuell in der rot-roten Regierung, in der SPD-PDS-Koalition hier einen Konflikt. Der Bundestag hat ja beschlossen, den Palast abzureißen und ein Neubauprojekt, also das Humboldt-Forum mit dem Schlossfassaden zu errichten. Und jetzt stellt sich heraus, der bundesdeutsche Staat hat kein Geld, um dieses neue öffentliche Gebäude zu bauen. Statt nun zu sagen, okay, wir haben jetzt das Geld nicht, wir nutzen jetzt den Palast weiter, wir machen das Zwischennutzungskonzept, und wenn die Kraft ausreicht, über neue Projekte nachzudenken, wird weiter darüber nachgedacht und wir nutzen erstmal den Palast weiter. Wird jetzt vorgeschlagen von unserem Koalitionspartner, von dem hiesigen Stadtentwicklungssenator, dem Autor des Planwerk Innenstadt, dass jetzt der Palast abgebrochen werden soll und eine schöne grüne Wiese, eine Grünanlage errichtet werden soll. Naja, der Palast der Republik war, glaube ich, hatte eine doppelte Gestalt. Er war natürlich auch Staatspalast und Herrschaftspalast, aber er war auch Volkspalast, Kulturhaus, ein offener Ort. Er war wirklich beides. Er war natürlich auch Ort der Machtdemonstrationen, er war auch Ort von staatlich verordneten Veranstaltungen, von staatlich kontrollierter Öffentlichkeit, aber er war natürlich auch Teil der Alltagskultur und insofern ein sehr demokratisches Konzept. Und diese Ambivalenz hat der Palast immer gehabt. Und natürlich aus der Perspektive der ostdeutschen Bevölkerung ist es ein großes Missverständnis von Westen, zu sagen, es ist nur ein Herrschaftspalast. Es war nie der Ort der Herrschaft. Interessanterweise haben ja die wirklichen Machtzentralen nicht im Palast ihren Ort gehabt, sondern etwas weiter im früheren Zentralkomitee, dem heutigen Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland, oder eben in der Stasi-Zentrale, in der heute die Deutsche Bahn residiert. To come into the Palast der Republik was an initiative from an artist who is working in my theater, Sophiensäle, and he just wanted to do this Wagner project that takes place tonight. And he came to my office, and I'm producing together with him for years, and he just told me we have to do it there. And this was 2 years ago. In the beginning I started it on my own, just to ask at the administration, government and everywhere. But there was only walls. I couldn't come forward at all. I wrote a lot of letters and nobody let me in. Then one administrator, the director of the Bauamt Mitte, she also had the idea that it would be nice to play here. So she gave the whole thing to the press. So this, about 2 years ago, was the first time the press wrote about our project. Government of the Federal Republic of Germany already decided, but they decided during we were already working on our initiative that they will put it down, they will destroy the building again and rebuild the old castle. So our initiative was always to take the empty space during the years till they put it down again and they destroyed the building.
Of course, I would say nobody who is in the initiative is really a big promoter for the castle idea. The Palace of Berlin was blasted and demolished by the communist regime in 1950, and more than half of Berlin's population didn't know anything about this palace because it was in East Berlin and nobody talked about it. So we founded in 1992 the Förderverein Berliner Schloss, just to collect money for our first aim, which we had to get the Berliners know what has been in the center of the city. So the first aim we had was installing a big simulation, measure 1-to-1, original size of the Berlin Palace. And then we put it into the city and people were amazed about it. First we had an effect like Christo hiding the Reichstag, but it wasn't our aim. We wanted to install the knowledge of this Schloss into the Berliners because we need the Berliners to get it back. Das ist ein Hybrid, das ist ein Zwitter, das ist eine völlig ahistorische Erinnerungsarchitektur, die ich ästhetisch ablehne. Ich denke, dass die wirkliche Leistung von Bodin darin besteht, die alte städtebauliche Situation deutlich zu machen. Die historische Mission von Herrn von Bodin hat sich erfüllt, als er die Fassade, sozusagen die Installation hergestellt hat. Das war eine wirklich ein interessantes Projekt, die alte städtebauliche Situation zu imaginieren. Und mehr als diese Fassade hat dieses Projekt nach meiner Auffassung zunächst nicht zu bieten. Und die museale öffentliche Nutzung ist ja bloß das Vehikel, um die Schlossidee zu popularisieren. Alle durch die Kommunisten erhalten, das ist richtig. Der Palast steht im falschen Winkel und am falschen Ort. The mirror to hide the Palace of the Republic was necessary because this palace took half of the ground of the Schloss. So in the simulation we only could give sight to half of the Schloss. And so we mounted this mirror exactly in the 90 degrees angle to the facade. And as we took the mirror on this place, we had the full length of the facade as it was, even if it could only be seen in the mirror. Our initiative to do cultural projects in here, of course, made it to an important place again. And in summer we realized, together with Partner für Berlin, which is a marketing association in town, to do tours around the Palast der Republik. And we toured in 4 weeks about 5,000 people. We were only allowed to let in for every tour 35 people, so we made a lot of tours. Many people came in, and a lot more wanted to come in. And this was really very interesting because we had people, young, old, Western, Eastern, international people, and there was a really very big dialogue starting between the people. You could realize that it's very emotional for everybody to talk about it. Also es hat eine archaische Qualität, weil es natürlich ein relativ einfaches Konstruktionsprinzip ist, weil es enorme räumliche Dimensionen hat und weil der Rückbau auf Stahl und Beton natürlich sozusagen wie so ein archaisches Skelett eines Zeugnisses der Industriekultur. Also es erinnert natürlich an Industriegebäude und hat insofern wie so ein Zeugnis des 20. Jahrhunderts an sich. Und ich glaube, dass diese Aura in dem Raum auch viele kulturelle Initiativen davon überzeugt, dass man in diesem Raum eine ganze Menge machen kann.
Also verkaufen, das ist wahrscheinlich nicht so leicht, denn das Bundesvermögensamt hat ja da noch die Hand drauf und wird also das nicht ohne weiteres, dieses Filetstück nicht ohne weiteres einfach abgeben wollen und steht für die Gesellschaft von Wilhelm von Bodin. Das heißt also, das Schloss kommt. Wir wollen, dass das Schloss kommt und wir wollen, dass es so präzise als möglich kommt. Damit meinen wir natürlich zunächst einmal nur die Fassaden, das heißt die 3 äußeren Fassaden und den Schlüterhof. Wir als Verein konzentrieren uns auf die Kulturprojekte im Schloss, die wir ja auch verfolgen. Wir wollen für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bestimmte Nutzungen vorsehen. Wir wollen, dass der Rittersaal wieder entsteht, dass der Weiße Saal rekonstruiert wird. Und wir haben ein fertiges Architekturkonzept. Sie sehen, wir können es zeigen. Wir wollen nämlich mehr, als der Bundestag beschlossen hat, also nicht nur 3 Fassaden im Schlüterhof, sondern auch den Renaissanceflügel plus den Apothekerflügel. Sie haben gerade gesagt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die ist in Form ihres Präsidenten bei uns. Ich freue mich, dass Herr Lehmann zu uns gekommen ist, auch direkt aus besagter Sitzung, mit der es losging. Da wird Ihnen angeboten, wir würden natürlich auch Raum für die Kunstwerke zur Verfügung stellen. Vielleicht geben Sie die her. Wir schlagen das aus. Das ist wieder die gesamte Situation, die über 10 Jahre Diskussion in Berlin geprägt hat. Man hat nämlich nur über die Fassaden geredet und überhaupt nicht über Inhalte. Und als wir den Vorschlag gemacht haben, dass man im Zusammenhang mit der Museumsinsel, die so für die Ideengeschichte des Werdens des Abendlandes steht, gesagt haben, jetzt setzt mal in Berlin einen modernen kulturpolitischen Akzent und das sind die außereuropäischen Kulturen. Das heißt, Kunst und Kulturen der Welt in der Mitte Berlins, eine bessere Situation. What we really normally don't do with culture or theater projects or music projects, that you really can do some intervention to politics. So we started it, and next day Strieder, who is the Minister for Building, just said, well, we have to put it down immediately. Reunification of the 2 parts in Germany, I'm not a politician, I'm working on culture, but still you can realize easily that the western part of Germany is really putting down a lot of buildings and a lot of culture from the eastern part. And I think it's a big problem for our society. And I think what we want to do here also is a proposition to talk again, to take both parts of our country serious, and perhaps it's also an opportunity that it will be a nicer growing together for the country than it's working at the moment. Architecture has nothing to do with politics. Architecture is the impression of a time when it was built, of the thoughts of the people, of the arts of the people who lived at this time. And so we reconstruct Andreas Schlüter. We don't reconstruct Frederick I of Prussia. You see, everything is in a perfect documentation. We have thousands of pictures of the ruin, thousands of pictures of details, plans and other things. And we can easily reconstruct it today due to the computer. Computer-aided design helps a lot because he interprets. And so we have already in the internet a CAD reconstruction of the Schloss. Never any politician or anybody said that they would destroy it before 2006 or 2007. Just when we started our initiative, especially when we started the tours in summer and then the concerts now in autumn, then some politicians began to talk it should be destroyed immediately. So this is really a reaction on our initiative, which is in a way nice. Die Angst ist enorm. Da ist sozusagen die Einigung ist ja auch beschrieben worden als eine Art von, vielleicht unzutreffend, aber auch beschrieben worden als Kolonialisierung. Und natürlich ist es sowas wie ein postkoloniales Problem. Also wenn sozusagen die Minderheit oder eine dafür gehaltene Minderheit, denn ich behaupte ja, dass jetzt heute ganz andere neue Generationen aus Ost und West sich die Stadt neu erobern und auch den Palast für sich entdecken. Es ist eben nicht mehr die alte ostdeutsche Verbundenheit mit diesem Gebäude. Es sind nicht mehr die älteren Generationen, die ihre Traditionen an diesen Palast knüpfen, sondern es sind Leute, die merken, dass da eine Energie selbst noch im Rohbau steckt, die für zukünftige Kulturproduktion interessant ist, für die Anwesenheit in der Mitte der Stadt, für eine andere Art von Begegnung jenseits von Kommerz. Das ist eigentlich das Interessante. Also das sozialistische Projekt lässt sich erneuern, selbst in einem Rohbau, und kann sozusagen Impulse geben für die Kultur.
Und dafür haben alle jene, die gegen die Zwischennutzung sind, große Angst. I think interested in this subject there's at least 20%. Interest means I'm pro or contra. 80% have no mind on it. They live from 12 o'clock noon to 12 o'clock noon and think of today and not of tomorrow, not of yesterday. And so it's the same thing with the Berlin Palace. It's the most important part of Berlin history, memory. And that's why we want to take it back, not only architectural reasons, but also to show Berlin is not a city in some Middle West parts of the US full of modern architecture. It's also a city with a 750 years old history. Any effort to make people think we make a museum in copy, we build a building which has a complete new use inside. There won't be an emperor inside, no president of the state or so. So in the interior, it's going to be quite a modern building with its new use as a museum of the Prussian heritage ownership, where all the arts of outer European countries come in combination with the arts of European countries which are already hosted in the museums island. So we have there one day a museum of world culture, world arts, within a footwalk's way, so that you can easily reach everything and can compare, for example, the paintings of Japan in the 19th or 18th century with the paintings in Europe. And so you can see how culture is working all around in the world and which was individual. And one thing is sure, Berlin can't live with a hole in the center where other cities in Europe have the most beautiful buildings. So this hole will be filled within the next 10 years anyway. And it only depends, would you want to have a building like the Schloss? Or it depends, would you have a building like a modern Potsdam Place area building? You know, if you take the word utopia, it's empty place. Like, that's where you really can start to think about future. My proposition would just be, just let us do here projects for a couple of years, and it's not our association, but it's all the big institutions in town and a lot of international artists who would love to work here too. So just let us start, and perhaps things will change, and if they don't change, they are not strong enough, then they won't change. But it's really to talk about this empty place, and if you are here, it's just a place where you can look freely, like you don't see any GDR aesthetic which is left. You only have a building which is typical for the 70s, and you only have this deconstructed building, and you are really free to think and to work. And this is what we would like to do. Also wir hatten jetzt über die Architektur gesprochen. Das spielt sich im Bereich der Literatur, der bildenden Kunst, der Musik, des Theaters ganz unterschiedlich ab. Aber es gibt natürlich einen ausgeprägten deutsch-deutschen Bilderstreit, weil also der kulturelle Antagonismus natürlich sich auch zwischen Abstraktionismus und Realismus abgespielt hat und die ostdeutschen Künstler, bildenden Künstler weitestgehend wegen ihres Realismus verdächtigt wurden, ausschließlich Staatskünstler
und nur im Auftrage einer Ideologie gearbeitet zu haben und so weiter. Und natürlich war es die erfolgreichste Ausstellung dieses Jahres. Ich glaube, 200.000 oder 300.000 Leute. Und es hat natürlich einen Aspekt, wir haben unsere Bilder wieder. Also die wurden 12 Jahre lang, haben wir sozusagen die Bilder nicht gesehen. Diese Bedanken.